I recently met Anton Leitner, who won the CIO of the Year award in Austria in 2015. And we worked together very closely on a retreat, so we had a lot of very personal conversations with each other. And I learned about Tony that he's a big proponent of nonviolent communication. And because nonviolent communication is something that I use a lot in my own work, I thought it would be interesting to invite Tony to do an interview so that he can talk about his experience of introducing such a philosophy in a real world scenario, in a corporate environment, and the changes that this brought, but also the challenges and how he went about it practically. Enjoy. Also du bist letztes Jahr zum Manager des Jahres geworden und ich glaube, es wäre gut damit anzufangen, dass du vielleicht kurz erzählst, wie es dazu gekommen ist. Also ich bin 2015 der CIO des Jahres in Österreich geworden. Das ist eine Auszeichnung, die von einer Networking-Firma gemeinsam mit Ernst & Young verliehen wird. Mein Spezialthema, der dann zur Auszeichnung geführt hat, war im Bereich der Kommunikation, dass ich gewaltfreie Kommunikation im IT-Team eingeführt habe und dass wir auch, was die Mitarbeiter anbelangt, Mitarbeiter mit besonderen Bedürfnissen aus dem Autismus-Spektrum aufgenommen haben. Mhm. Ja. Und bevor wir darüber sprechen, würde es mich noch interessieren, was dich überhaupt veranlasst hat, das zu machen mit deinem Team. Ja, das ist jetzt ungefähr 3,5 Jahre her und ich war zum damaligen Zeitpunkt bereits 6 Jahre im Unternehmen und aus meiner Sicht eigentlich sehr erfolgreich. Und trotzdem war ich irgendwie unzufrieden mit meiner Situation im Unternehmen. Und ich habe dann beschlossen, anstatt mir einen neuen Job zu suchen und das Glück woanders zu suchen, mich auf mich selbst zu konzentrieren und herauszufinden, woher denn die Unzufriedenheit kommt. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Also in der Phase, wo ich über mich selbst nachgedacht habe, habe ich das Buch vom Rosenberg gelesen, Gewaltfreie Kommunikation. Und das hat mir also unmittelbar angesprochen. Es waren genau die Themen drinnen, die bei mir meine Unzufriedenheit erklärt haben. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt probiere das einfach aus und habe halt für jeden meiner Mitarbeiter ein Exemplar gekauft und habe es ihnen nach Weihnachten quasi als verspätetes Weihnachtsgeschenk geschenkt und habe dann versucht, in meiner alten, geübten Manier meine Mitarbeiter zum Lesen zu motivieren. Zuerst freundlich, nachdem aber niemand gelesen hat, dann mit Druck und schlussendlich mit einem wöchentlichen Meeting, wo ich geprüft habe, wie weit sie gekommen sind. Was natürlich überhaupt nicht gewaltfrei war, aber was, muss ich sagen, als Beispiel sehr gut war, wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt und dann selbst so gewaltvoll umgeht, dann regt es einfach zum Denken an. Und nach 1-2 Monaten ist es dann so gewesen, dass ein paar doch gelesen haben und ein paar andere haben dann im Rahmen der wöchentlichen Meetings, die wir abgehalten haben und wo wir uns dann halt in den Meetings thematisch mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt haben, haben dann sehr stark darauf reagiert und das Ganze ist eigentlich so zum Laufen gekommen, dass wir im praktischen Üben erkannt haben, welche großen Veränderungen da in der Kommunikation und im Zusammenleben entstehen. Ich war ja mit der Methode, Leute zu unterdrücken, erfolgreich. Ja? Mhm. Das heißt, ich war zwar nie einer, der laut geschrien hat und mit einer großen Peitsche durch die Räume gegangen ist, aber ich habe sehr subtil, sehr starken Druck ausüben können. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Wie dann mit dem, Kannst du da mal ein Beispiel geben? Wie hast du das so gemacht? Kontrollieren ist so ein bestes Beispiel.
Beispiel. Also den Serverraum 3-mal am Tag besuchen und schauen, was im Serverraum nicht okay ist und das aufzeigen und dann das ständig konfrontieren, dort passt was nicht, dort passt was nicht und immer einen Schritt voraus sein und wenn was nicht erledigt ist, nicht rechtzeitig erledigt ist oder gar nicht erledigt ist, dann worden ist, dann entsprechend aufzeigen und vielleicht einen Witz draus machen, lächerlich machen. Also wir sagen da so im Knack sitzen. Das heißt also eher mit sanften Mitteln starken Druck ausüben. Keinen Spielraum lassen, keine Eigenverantwortung lassen. Und was da passiert ist, ist, dass das ja zwei gravierende oder mehrere gravierende Nachteile hat. Das erste ist, es ist sehr zeitintensiv. Das heißt, ich muss selber sehr viel Zeit dazu verwenden, um zu kontrollieren, um präsent zu sein. Ich bin immer in einer angespannten Lage, bin immer irgendwie unzufrieden und negativ. Der Mitarbeiter verspürt den Druck und macht es nur, um dem Druck zu entkommen. Aber er macht es nicht, weil er selbst die Verantwortung für die Aufgabe hat und weil er aus eigenem Antrieb, aus intrinsischem Antrieb heraus die Sache erledigen möchte. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich fast gar nicht mehr kontrolliere, also nur in Ausnahmefällen, und dass ich auf einmal viel mehr Zeit habe. Es ist 50% von der Zeit, die ich früher in der Firma verwendet habe, jetzt eigentlich vorhanden für mich für andere Themen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass meine Stimmung viel besser ist, weil ich ja nicht immer diese negativen Erlebnisse habe, diese vielen kleinen negativen Erlebnisse, dass es nicht funktioniert ist und dass ich mich darum kümmern muss, quasi meine Mitarbeiter anzutreiben und voranzutreiben. Stattdessen kann ich Themen bearbeiten, die mir mehr Spaß machen und meine Zufriedenheit ist dadurch eigentlich viel größer geworden. Und auch habe ich viel mehr Zeit, mich mit neuen Themen zu beschäftigen, mit Innovationen, mit möglichen, was ich vielleicht in der Zukunft für meinen Job verwenden kann, wo ich vorher gar nicht die Zeit hatte, mich mit dem zu beschäftigen. Was Es passiert jetzt, dass ich zum Beispiel Bücher lese, dass ich in der Firma, in der Arbeitszeit ein Buch lese, was früher undenkbar gewesen wäre. Mhm. Was waren denn die allerersten Reaktionen darauf? Ich stelle mir vor, viele, die vielleicht hier auch zuhören, sind Selbstmanager und sind vielleicht an dem Thema interessiert, aber da gibt es vielleicht dann auch Berührungsängste. Die ersten Reaktionen waren so, jetzt stimmt irgendwas nicht mehr mit ihm, jetzt ist er verrückt geworden. Das haben sie natürlich nicht alle zu sagen getraut, aber ein paar haben schon sehr klar ausgedrückt, dass sie jetzt nicht verstehen, was da passiert. Und die zweite Reaktion war dann Angst davor, dass wenn man selbst gewaltfrei kommuniziert und agiert, dass man dann einen Nachteil hat, dass dann die Gewaltvollen sozusagen Überhand gewinnen und dass sie sich noch mehr durchsetzen als in der Vergangenheit. Also dass man in dem Machtspiel dann verliert. Es war aber waren dann die positiven Ereignisse, die Mannschaft dann eigentlich dazu bewogen hat, sich mit dem Thema intensiver zu befassen. Das waren also die ersten Situationen, wo weniger Ärger vorhanden war, wo man die Fachabteilungen besser verstanden hat und die Schuldzuweisungen nicht mehr so verstanden hat, wie es früher war. Also wenn sich jemand über die IT beschwert hat oder über die Qualität der IT beschwert hat, dann war das so, dass die Leute das nicht mehr so persönlich genommen haben, sondern die Fachabteilungsperson eben gesehen hat in ihrer Welt und in dem, dass die auch einen guten Job machen wollen und dass die
vielleicht auch verheiratet sind und nach Hause kommen wollen. Und wenn ein IT-System nicht funktioniert, dann sind halt diese Bedürfnisse, die die Fachabteilungsmitarbeiter haben, nicht erfüllt. Und das führt dann eben zu diesen, wie soll ich sagen, Gefühlsausbruch oder zu diesen Wutausbrüchen, die man dann also an der IT entlädt. Mhm. Und die Situation war die eben, dass die IT-Mitarbeiter dann erkannt haben, dass sie nicht die Schuld haben für diese Wutausbrüche und dass das einfach bei den Fachabteilungsmitarbeitern selbst liegt. Also die sehen, die haben nicht mehr so starke Schuldgefühle, können Genau, mit dieser ja. Kritik besser umgehen. Wie hat sich sonst noch ausgewirkt auf das Team und eure Zusammenarbeit? Ja, die Kommunikation generell ist offener geworden und ein sehr wichtiger Aspekt ist ja der, dass am Anfang alle große Schwierigkeiten hatten, ihre Bedürfnisse zu formulieren und artikulieren. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass wir eben sehr stark gelernt haben oder sehr, sehr früh schon gelernt haben, unsere Bedürfnisse zu unterdrücken. Das heißt, wir haben gelernt, in der Schule ruhig zu sitzen, obwohl wir uns bewegen wollten. Wir haben für gute Noten gelernt, uns so zu verhalten, wie es die Lehrer haben wollten und haben, wenn wir erfolgreich waren, eigentlich nur überleben können, indem wir unsere eigenen Bedürfnisse unterdrückt haben. Und es ist schon sehr überraschend, wie viele Schwierigkeiten wir hatten bei dem Formulieren der Bedürfnisse. Und das haben wir also durch sehr konsequentes Üben dann geschafft. Und damit ist dann für jeden Einzelnen es auch wesentlich leichter erkennbar gewesen, warum er unzufrieden ist. Ja, die Unzufriedenheit haben wir immer gespürt. Mhm. Die Bedürfnisse, die wir erfüllen wollten, eigentlich nicht. Und durch das klare Erkennen und Formulieren der Bedürfnisse verändert sich schon sehr viel. Und das nächste war dann die Wirkung der Empathie, dass das also einen großen Einfluss hat, wenn ein Mitarbeiter mit dem anderen oder Vorgesetzter mit dem Mitarbeiter, wenn er empathisch reagiert. Und die Wirkung der Empathie ist ja viel größer und viel stärker, als wenn man Trost oder Ratschläge gibt. Und das verändert einfach das Klima. Das Klima hat sich verändert. Also das klingt so, als wäre da mehr gegenseitiges Verständnis. Mehr Kollegialität. Mehr Kollegialität, okay. Und das Entscheidende ist eigentlich auch mehr Freude an der Arbeit. Mhm. Ist ja ganz logisch, dass man, wenn man die Anzahl der Stunden, wo man verärgert ist, reduziert und mehr seine eigenen Bedürfnisse formulieren kann und damit auch befriedigt bekommen kann, dass man dann mehr Freude an der Arbeit hat. Und das bewirkt sehr viel. Das bewirkt also, dass man auch wesentlich mehr leistet, automatisch mehr leistet. Und der Gipfel war eigentlich der, dass ich Mitarbeiter hatte, die physisch sehr stark darauf reagiert haben. Also ich habe einen gehabt, der hat eine Zuckerkrankheit, also eine schwere Krankheit, und die hat sich deutlich verbessert, ohne medikamentelle Behandlung oder sogar die Medikamente weggelassen, und nur durch diese Freude an der Arbeit hat sich sein Gesundheitszustand drastisch verbessert. Und der andere war zum Beispiel 20 Jahre lang jedes Jahr 10 Tage im Krankenstand mit Erkältung und ist dann durch Zufall draufgekommen, dass er seit der Einführung der gewaltfreien Kommunikation gar nicht mehr krank wurde. Also es waren da Phänomene, die ich überhaupt nicht erwartet habe und die mich sehr berührt haben, also weil das so stark also auch in das Privatleben mit einfließt. Das zeigt auch, was für eine Verantwortung mit einer Managementposition einhergeht, wie viel das bewirken kann, der Führungsstil. Ja, das will man natürlich nicht wahrhaben als Manager, dass man
auch krank machen kann. Nicht? Das ist, Mhm. wenn das Klima schlecht ist, wenn sehr viel mit Druck agiert wird, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf die Gesundheit. Und ich glaube, die letzte Modekrankheit, die wir hatten, ist eigentlich ein starker Beweis dafür. Also die Bitte, ganzen ist die. Burnout-Syndrome, die wir haben, machen eigentlich klar, dass die Art und Weise, wie wir im Berufsleben zusammenleben, dass das schlecht für unsere Gesundheit ist. Und was auch noch interessant wäre, also es klingt phänomenal, den Erfolg, den ihr damit gehabt hast. Und ich kann mir vorstellen, du hast ja gesagt am Anfang, einige hätten gesagt, jetzt spinnt der und dass es da schon auch Widerstände gegeben hat. Du sagst ja auch, du wärst am Anfang ein bisschen mit dem Hammer sozusagen an die Angelegenheit rangegangen. Das wäre vielleicht auch noch interessant für andere Manager, die das vielleicht selbst auch einführen möchten. Wie bist du mit den Widerständen umgegangen? Also was gab es für Stolperfallen, für Holpersteine und wie bist du dann damit umgegangen oder wie seid ihr kollektiv damit umgegangen? Ich glaube, das Wichtigste für meinen Fall, und ich kann jetzt nur für meinen Fall sprechen, war der, dass ich da eigentlich Teil dieses Veränderungsprozesses war und dass wir diesen Veränderungsprozess, also diese Auseinandersetzung mit gewaltfreier Kommunikation auf Augenhöhe gemacht haben. Das heißt, ich war ein Teil der Lernenden, der Lernenden, die sich entwickeln wollten. Und ganz klar ersichtlich ist es an einem Beispiel. Wir haben also einmal in der Woche ein einstündiges Meeting, wo wir uns mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation beschäftigt haben. Und am Anfang ist es halt so gewesen, dass die Leute immer zu spät gekommen sind, so wie das halt manchmal in der Firma üblich ist. Und ich war da immer stärker verärgert von Mal zu Mal, wo die Leute zu spät gekommen sind. Und einmal weiß ich, da war es so schlimm, dass ich nach 2 Minuten aufgesprungen bin und gesagt habe, ich mag nicht mehr und habe den Raum verlassen und habe halt, wie soll ich sagen, einen richtigen Wutausbruch gehabt. Und das Meeting hat dann nicht mehr stattgefunden, also wurde unterbrochen von mir und meine Mitarbeiter haben es nicht fortgesetzt. Und eine Woche später haben wir dann darüber gesprochen, was da die Woche zuvor passiert ist. Und wir haben also sehr stark herausgearbeitet, dass mir das wichtig ist, mein Bedürfnis, dass sich die Gruppe weiterentwickelt. Aber gleichzeitig habe ich auch, wie soll ich sagen, die Bedürfnisse der anderen gehört, dass wenn man 3 Wochen auf eine externe Hilfe zum Beispiel wartet und es so wichtig ist, dass man das Problem löst und es dann nicht lösen kann, weil man das Meeting hat, dann geht halt in diesem Fall das vor und dann ist es für den Mitarbeiter wichtiger, das Problem zu lösen, als in dem wöchentlichen Meeting drinnen zu sitzen. Und es war dann so, dass wir vereinbart haben, dass das freiwillig ist, dass diejenigen, die Zeit haben und gerne kommen, sollen kommen und die anderen sollen fernbleiben. Und das Interessante war, dass dann eine Woche später alle anwesend waren und alle pünktlich waren. Das war so ein klassisches Beispiel, wo wir uns quasi selbst anhand von Beispielen weiterentwickelt haben. Mhm. Jetzt ist es so, dass auch manchmal wer zu spät kommt, aber das ist tritt nicht mehr so häufig ein und es ist ganz okay, wenn er nicht kommt. Wir haben dann noch einmal zum späteren Zeitpunkt dann das noch einmal klargestellt, dass das einfach vorab kommuniziert wird, wenn wer nicht kommt, dass wir nicht warten müssen. Beziehungsweise haben wir jetzt auch seit circa einem Jahr in dem Meeting einen Teil eingebaut, wo wir die ersten 5 bis 10 Minuten Meditationen gemeinsam machen. Ich habe da das Buch von Google, Search Inside Yourself, gelesen und über die Meditationspraktiken von Google und habe das ausprobiert und habe festgestellt, dass das also eine sehr positive Wirkung hat und fast alle machen mit bei der Meditation. Das bringt jetzt den großen Vorteil, dass dann im Anschluss an die Meditation eine deutlich höhere Konzentration vorhanden ist.
mehr Fokus und speziell, also wenn sehr viel los ist es ein sehr gutes Investment, um wieder runterzukommen, um im Kopf klar zu bekommen. Und bei der Meditation ist es so, dass natürlich nicht möchte und kann ich nicht verpflichtend machen. Gibt es einen, der das komplett ablehnt und sagt, ich möchte das nicht machen, und das ist im Prinzip einfach von allen respektiert, dass einer da nicht teilnimmt. Wie stellst du das Thema denn vor? Wie framest du das? Kommst du dann eines Tages da rein und sagst, hey, ich habe ein Buch gelesen, lass uns das mal ausprobieren? Oder wie bringst du das Thema an die Mitarbeiter heran? Ganz, ganz individuell. Also über Bücher, die ich lese, spreche ich öfter. In dem Fall habe ich es so gemacht beim Meditieren, dass ich über das Buch gesprochen habe, dass ich dann das Buch gekauft habe für alle und dann natürlich mit der Erfahrung von dem ersten Buch dann nicht mehr die Leute gezwungen habe, das Buch zu lesen, sondern das freiwillig gemacht habe. Und dann habe ich eigentlich in persönlichen Gesprächen, eigentlich beim Mitarbeitergespräch, habe ich dann mit den Leuten versucht, einmal ein paar Minuten zu meditieren und das auszuprobieren. Also ich habe es jeden Einzelnen dann in dem Fall auch persönlich vermittelt. Und wir haben es dann auch kombiniert mit der gewaltfreien Kommunikation. Da habe ich eine externe zertifizierte Beraterin, die wir alle 2 Monate für 2 Stunden zum Auffrischen zu uns einladen, wo wir dann gemeinsam einen Workshop machen, und dort haben wir auch die Meditationen eingebaut. Und würdest du sagen, das ist zu einem Selbstläufer geworden, also in dem Sinne, dass die Mitarbeiter das auch mittragen und anstoßen, oder bist du da schon noch relativ stark in der Verantwortung, dass du das leitest und initiierst? Also die Mitarbeiter machen das jetzt schon eigenverantwortlich. Wenn ich also außer Haus bin, dann finden die Meetings auch am Donnerstag, diese Donnerstag-Meetings statt, und es wird auch meditiert. Es gibt auch noch ein zweites Meeting, also ich habe den Kanban-Prozess vor einigen Jahren eingeführt und wir haben ein tägliches Stand-up-Meeting, und auch da haben wir von den 15 Minuten 1 Minute Schweigen oder Meditation als Start, und auch das wird gemacht, ohne dass ich anwesend bin. Also bin ich nicht immer anwesend. Natürlich sind wir immer noch in einer sehr konservativen und hierarchisch geführten Firma. Es bleibt immer ein Restzweifel über, ob die hierarchische Position, die ich habe, ob die nicht auch einen Einfluss hat auf das Verhalten meiner Mitarbeiter. Das heißt, die das ja vielleicht schon jahrzehntelang geübt haben, in einem hierarchischen System unterwürfig zu sein und nicht offen zu kommunizieren. Also diese Restunsicherheit, die bleibt natürlich bestehen, aber es ist so, dass eine sehr starke Entwicklung in der Beziehung zwischen uns allen eigentlich erkennbar ist, und so merke ich, dass also das im Vergleich zu vor 2, 3, 4 Jahren sich jetzt ganz anders anspürt. Also ich spüre einfach, dass da viel mehr Vertrauen vorhanden ist und dass viel offener kommuniziert wird. Was würdest du denn Managern oder Führungskräften oder auch Mitarbeitern raten, die an den Themen GFK, gewaltfreie Kommunikation, Mindfulness, Meditation und so weiter interessiert sind, aber sich noch nicht so ganz trauen? Hast du da irgendwelche Tipps? Ja, ich bin eigentlich kein Berater, aber ich würde das einfach empfehlen, bei sich selbst auszuprobieren und aus der eigenen Erfahrung das machen. Und den eigenen Weg finden. Ich glaube, dass man meine Situation jetzt nicht 1:1 auf eine andere Situation ausrollen kann.
das ist höchstens eine, wie soll ich sagen, ein Beispiel, dass es so funktionieren kann, weil man ja, wenn man in dem Hamsterrad drinnen ist, dann hat man ja Angst, was anderes zu machen, was zu verändern. Wenn ich einfach irgendwas weglasse, dann wird es ja nicht mehr funktionieren und das muss ja die IT oder die Arbeit, die man macht, muss ja trotzdem weiter funktionieren. Ne? Und das ist einfach nur ein Beispiel, dass es anders auch funktionieren kann. Aber Anleitung würde ich nicht geben wollen. Das ist einfach nicht mein Anspruch. Ne? Okay. Authentisch sein ist ein Punkt. Bei sich selbst zuerst ausprobieren und nicht von anderen verlangen, dass sie was machen, dass sie gewaltfrei kommunizieren, wenn man es selber nicht macht, dass sie die Kultur ändern, wenn man es selber nicht macht. Also das scheint mir also sehr, sehr wichtig zu sein. Und was bei mir halt nicht war, ist, ich mache jetzt gewaltfreie Kommunikation, um die Produktivität zu steigern. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das quasi als Ziel sich nimmt, ob man dann auch so leicht dann die Schritte machen kann, das weiß ich nicht, wenn da quasi ein starker wirtschaftlicher Hintergedanke ist. Also du meinst, es ist dann vielleicht quasi das sabotiert. Meinst du das? Dass Ja, es das dem kann widerspricht? sein. Ja, okay. Mhm. Ja, ich glaube, wenn man es mit der Absicht macht, dann wird es den einen oder anderen geben, der das durchschaut. Dann ist eben nicht authentisch, sondern dann ist es eine Optimierungsmaßnahme. Dann gibt es versteckte Motive. Ja. Ja. Mhm. Okay. Gut, gibt es sonst noch irgendwas zu dem Thema, was noch wichtig ist? Ja, also ich habe noch ein Thema, das für mich sehr wichtig ist, das ist Respekt, indem da Menschen mit besonderen Bedürfnissen aus dem Autismus-Spektrum aufgenommen haben und jetzt auch einen Flüchtling aus Aleppo. Das heißt, wir versuchen Andersartige in unser Team zu integrieren und zu respektieren, dass wir die Andersartigkeit eigentlich akzeptieren. Weil das passiert sehr oft, wenn man also in der IT-Abteilung sitzt, dass man dann die Fachabteilungen, muss ich sagen, nicht versteht, weil die sind einfach anders, die Buchhalter und die Disponenten und wie auch immer die im Lager, die sind vielleicht anders, denken anders, haben andere Wertvorstellungen und aus der IT heraus kommt es halt sehr oft dazu, dass man da überheblich ist und dass man glaubt, dass man was Besseres ist und dass man die Leute in ihrer Welt nicht respektiert. Und das ist mir ein großes Anliegen. Wir haben auch da Übungen gemacht, wie wir in einem Kreis kommunizieren können. Also wir beschäftigen uns mit dem Dialogprinzip nach Martin Buber und David Bohm, wo es eben darum geht, dass man dem anderen nicht ins Wort fällt, dass man im Kreis diskutiert, das heißt, dass man die Meinungen der anderen respektiert und nicht sofort dagegen redet, sondern dass man schaut, dass man aus den unterschiedlichen Meinungen eine neue Idee oder eine neue Gesamtmeinung generiert. Das wäre so ein Aspekt, der mir auch sehr, sehr stark am Herzen ist und wir haben dann nur so begleitende Maßnahmen, wie wir die Pausen gestalten, zum Beispiel wir jonglieren. Wir haben einen Jonglierlehrer, der 3-mal im Jahr für 2 Stunden uns hilft zu jonglieren. Das ist eine gute Übung für die eigenen Fehler tolerieren, weil die Bälle fallen immer runter und man kann so lernen, dass man seine Fehler akzeptiert. Also das ist gut für die Fehlerkultur und man kann ist auch fürs Gehirn sehr gut. Also das ist ähnlich wie das Meditieren, ist das also eine proaktive Entspannung und man kann auch den Flow spüren. Also wenn das einmal dann gelingt, hat man so ein Flow-Gefühl und wirkt sich auch sehr, sehr positiv aus.
das war es eigentlich. Okay, gut. Ja, Todi, vielen lieben Dank, dass du dich zu dem Gespräch bereit erklärt hast und so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt hast. Ja, Da war viel sehr Spannendes dabei und ja, viel Spaß auf dem weiteren Weg des Selbstwerdens. ja, danke schön.